Hallihallo, ihr Lieben. Ihr habt eingeschaltet bei Andrea Kutsch, die wissenschaftlich basiert Pferde trainiert. Heute geht es darum, wie man Pferden noch besser das Führen beibringen kann. Entweder habt ihr schon mal erlebt oder sogar ein Pferd zu Hause, was sich so führen lässt. Also immer mit Vollgas an euch vorbei. Oder aber ihr habt ein Pferd, was immer stehen bleibt und nicht mitkommen will. Und dafür habe ich heute ein ganz, ganz tolles Video für euch. Bitte liked meinen Kanal und bitte abonniert. Ich freue mich riesig. Let's get into it. Also, ich habe für euch ein theoretisches Video vorbereitet, in dem ihr mich live mit einem Menschen in der Stallgasse seht bei einem IBEC-Lehrgang, weil man kann IBEC ja auch in Lehrgängen erlernen. Aber natürlich auch hier auf meinem Kanal durch Mitgliedschaften. Wir haben 2 Mitgliedschaften, Pferdefreund und Trainingspartner. Da kriegt man extra Inhalte und kann sich auch Videos analysieren lassen. Da könnt ihr ja mal reingucken, wenn ihr wollt. Aber jetzt zeige ich euch ein Video anhand eines Menschen, der mein Pferd spielt, wie ich dem in der Stallgasse mit Live-Ton beibringe, wie man den Pferden das Führen beibringt. Da verwende ich in dem Video ein paar Begrifflichkeiten. Und damit ich in dem Video aus der Stallgasse nicht unterbrechen muss, sage ich euch die jetzt ganz kurz. Also einmal rede ich in der interspezifischen Kommunikation von der Gruppe 1 und der Gruppe 2. Die interspezifische Kommunikation ist die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Arten. Die besteht aus der ersten Gruppe, die da heißt losbewegen, bewegen, beschleunigen. Da bin ich meistens frontal auf das Pferd gerichtet. Oder kommen, folgen, verlangsamen und dabei bin ich abgewandt. Das ist eine angeborene Disposition. Das heißt, das ist nicht erlernt und nicht konditioniert. Und darum kann man das, wenn man Pferden Führen beibringt, sehr gut integrieren, weil man muss das ja konditionieren mit der operanten Konditionierung. Und da kann man mit der interspezifischen Kommunikation sehr doll helfen. Das zeige ich euch gleich im Video. Die zweite Begrifflichkeit, die ich erwähne, ist der diskriminative Hinweisreiz. Das heißt, das ist ein Reiz, der zum Auslöser einer operanten Reaktion wird. In dem Video erkläre ich das, wenn ich dem Pferd beibringen will, nicht auf den Zug am Halfter immer hinter mir herzulaufen oder auch nicht wie das Pferd eben quer durch die Stallgasse und ich hänge die ganze Zeit am Halfter, sondern ihm beibringen will, dass er mit dem Kopf auf der Höhe meiner Schulter geht, dann braucht er einen Hinweisreiz, wann das Gehen denn vom Stand zum Beispiel losgehen soll. Und dafür verwenden wir den operant konditionierten diskriminativen Hinweisreiz. Also, lass mal zusammen in das Video gucken. Wenn ihr noch nicht Like geklickt habt, bitte jetzt und auf jeden Fall den Kanal abonnieren, bitte, damit wir wachsen können. Also, los geht's. Super Punkt bei Gruppe 2 ist ja eigentlich die passive Schulter, dass er mitgeht. Das heißt, ich würde ja eigentlich, wenn ich jetzt, sag ich mal, so losgehe, so soll er ja führen lernen. Kopf an meiner Schulter. Das soll er lernen. Das ist das Endergebnis. Ich fasse das noch mal ein bisschen länger so. Genau, und halt so fest. Und wenn ich jetzt muss ich erstmal losgehen, weil das Losgehen, nicht der Zug am Halfter, das Losgehen ist der diskriminative Hinweisreiz, auf den das Pferd weiß, wenn ich diese Geste sehe, soll ich vorwärts mitgehen. Das heißt, ich bin ganz konzentriert, meine Augen sind ganz weit auf dem Boden, ich gucke nicht rum, ich bin ganz fokussiert, sehe das Pferd aus meinem Augenwinkel und jetzt gehe ich erstmal los. Du bleibst bitte stehen. Jetzt gehe ich erstmal los. Jetzt bleibt der stehen. Jetzt bleibe ich und verändere mich in ganz leicht seitlich. Weil die erlernte Disposition soll ja werden, auf das immer mitzulaufen. Instinktiv, angeborenermaßen, kommen sie ja eher darauf, wenn die Schulter seitlich steht. Gruppe 2. Die 3 Überschriften in der Gruppe 2, weiß die eine auswendig zufällig? Entschleunigen, kommen, folgen. Ja, super, nochmal laut. Entschleunigen, kommen, folgen. Bam. Habt ihr es alle gehört? Nochmal? Entschleunigen, kommen, folgen. Alle gehört? Super. Und das wäre ja jetzt das Folgen. Und Gruppe 2 ist ja, Gruppe 1 ist ja eher das. Also das heißt immer das. Ne?
Und Gruppe 2 ist ja dann, wenn das alles, diese 4 Punkte, die da drunter stehen, sich wieder reduzieren. Das hatte auch Lehrgang 1 schon, ne? Genau, weil das ist ja Teil der interspezifischen Kommunikation. So, das heißt, ich fange also erstmal an mit der zu konditionierenden Disposition. Mit dem Kopf an meiner Schulter soll das Pferd gehen. Und das könnt ihr genauso anwenden. Hier kriegt man jetzt, wie gesagt, das direkte, schnelle Feedback. Aber genauso beim alten Pferd zu Hause, was trainiert ist, aber nicht ordentlich führbar ist, sich losreißt auf der Koppel, sich nicht verladen lässt und so weiter. Geht all das. Oder es soll stehen beim Aufsteigen. Oder egal was ihr dem Pferd beibringen wollt. So, das heißt, als erstes beginne ich mit der Disposition, die erlernt werden soll, und dann lasse ich das Pferd sich verhalten. Ich gehe also erstmal los, du bleibst stehen. Ich gehe los, ich merke, er hat es nicht. Jetzt kommt schon in meinem Losgehen, merkst du auch schon, Nina, der Druck am Halfter, bleib aber stehen, der Druck am Halfter. Jetzt merke ich, sagen wir mal, Nina zieht jetzt zurück ein bisschen. Merke ich, shit, da kommt sie nicht drauf. Helfe ihr aber schon, weil ich bin jetzt schon leicht in Gruppe 2 gegangen. Meine Fußspitzen haben sich gedreht, ich stehe leicht passiv. Das hilft ihm jetzt angeborenermaßen. Sie kommt aber jetzt nicht. Dann versuche ich trotzdem erst noch, halt ruhig noch gegen. Auch wenn du, ich merke schon, du hast schon das Gefühl, mitkommen zu wollen. Ne? Du gibst schon ein bisschen nach. Und das ist eine angeborene Disposition, das ist bei uns genauso. Weil ich schon einladend auf dich wirke. Ich bin entspannt. Ich wende mich dir so zu, halbwegs, aber nicht so. Ihr dürft halt auch nicht dann so, oh, was ist? Dann gehen die sofort zurück. Ihr müsst so eine gewisse Lässigkeit dann entwickeln. Und dann steht, das kommt natürlich, dürft ihr nicht frustriert sein, wenn ihr das jetzt noch nicht habt und so ein bisschen angespannt seid, ist ja auch logisch. Man ist mal angespannt, weil wir das hier mal das richtig machen, jetzt junge Pferde und tralala und so. Und dann auch noch diese ganzen Inhalte jetzt abrufen. Das Lehrgang 1 und 2 sagt ganz schön geduldig mit euch. Also wie gesagt, auf die Fresse gibt es auf Lehrgang 3. Nein, kleiner Scherz, ihr wisst, wie ich das meine. Also, natürlich Scherz. So, also, und wen das mal nervt, wenn ich sowas sage, der darf mir das auch sagen. Er sagt, also deine Sprache stört mich wirklich sehr. Und dann ändere ich das, ja? Das ist meine Art von Humor. Okay, also, aber ich kann mich anpassen und ändern. Ich bin mir dessen bewusst. So, und jetzt stehen wir zwei hier so und ich merke, Nina kriegt's nicht. Diese passive Schulter, dann versuche ich nochmal so ein bisschen mehr Druck, so Lautstärkeregler hochzumachen. Bleib noch davor, steh noch seitlicher, wenn du mich vielleicht so ein bisschen, jetzt merke ich genau, du ziehst so gegen und ich merke, oh shit, sie hat's nicht. Kann auch sein, dass ein Pferd rückwärts geht. Jetzt helfe ich im Bögen. Aber erst jetzt. Und im Bögen kann so weit sein, der Bogen, ihr müsst auch aufpassen, dass ihr jetzt nicht wie so Karnickel auf 1 Meter hier so hin und her lauft, weil das lege ich schon nicht so ein. Das ist ja eher so, was ist denn jetzt los? Genau. Es kann aber eher so sein, bei mir ist ja, ich will ja nur, dass er lernt, dem Druck am Strick zu weichen. Das ist das Ziel. Endziel natürlich, dass er mit dem Kopf an meiner Schulter mitgeht. Das heißt, jetzt merke ich, Nina kriegt's nicht. Wenn der Kopf dann weit genug rumgeht, wie ich das eben in der Box hatte bei meinem Pferd, den ich so ganz rumgezogen habe, dann laufe ich hier den Bogen los und jetzt warte ich, bis der Kopf im Grunde genommen weit genug rum ist. Mir ist ja egal, wohin der Schritt erfolgt. Er muss nur irgendwie nach vorne erfolgen. Spätestens jetzt müsste ein Pferd, kannst du dann mal machen, Ausfallschritt machen und dann ist das sofort alles gut. Und jetzt habe ich den Bogen gehalten. Und dann versuche ich trotzdem aus der Position, erst ohne Ziehen, diskriminativer Hinweisreiz, bleib aber schon im Bogen, weil ich empathisch im Blickwinkel des Pferdes bin, so, oh, das hat sie noch nicht. Wir wollen nicht mit denen kämpfen. Und jetzt laufe ich im Bogen los. Sie kommt, ich gehe wieder hier hin, was sie lernen soll. Sie kommt nicht. Drehe mich wieder, wende die passive Schulter. Sagen wir mal, jetzt wird sie es haben und verstehen und vorkommen. Und jetzt wird sie mal ganz weit, lässt sofort in meiner Hand das ja nach. Hast du gespürt, ne? Und sagen wir mal, das Pferd würde jetzt weitergehen, was ich eben zu Anna gesagt habe. Du kannst mal weitergehen. Gehst jetzt einfach an mir vorbei. Dann, genau. Dann gehe ich einfach mit. Nicht direkt wieder anhalten, weil dann könnt ihr denken, ach, der Vorwärtsschritt war nicht das Richtige. Wenn er natürlich jetzt, wie bei Anna eben, kurz mal Gas geben will und jemand anderen, dann muss ich es halt. Dann lasse ich den Punkt fallen. Ja? Was ihr auf keinen Fall bitte sehen würden, ist, wenn ihr losführt mit den Pferden und ihr steht noch hier, dass ich jetzt schon direkt den Bogen loslaufe. Weil dann lernen sie nur aufgrund der passiven Schultergruppe 2 mitzugehen, was die instinktive Disposition ist. Und ihr kommt nicht in das Konditionierte, dass er ja in Wahrheit, wie die beiden jetzt, auch wenn ich losgehe. Ich habe ja bei meinem gar nicht ziehen müssen. Erst am Schluss, als er so gemerkt hat, er hat Quatsch gemacht. Aber ich weiß nicht, ob Anna ziehen musste. Aber als ich losgegangen bin, kannst du mitkommen, ist er gleich mitgekommen. Kommt, genau. Und gleich mitbekommen.
Und dann sagt das alles durch und alles durch. Und da wollte er ja hinkommen, dass er das lernt. Und wenn ich dann sehe, jetzt gehe ich so weit, gleich kommt es durcheinander, vielleicht macht er gleich einen Fehler oder so, dann nicht unbedingt direkt wieder korrigieren, sondern schön im Kopf immer fokussieren. Das kann er schon, klasse, nicht auch direkt jetzt streicheln und ruhen und Dings, dann sagt er, oh klasse, was machen wir jetzt, kann ich in die Jacke beißen oder so, ne? Und dann will ich das gar nicht verwässern. Soweit die Theorie. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden, könnt daraus was mitnehmen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, auch wenn ihr Fragen habt, wäre super. Und jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal, wie das funktioniert hat beim Pferd. Also hier sehen wir das nochmal live in der Anwendung. Super. Ja, so sieht das dann aus in der Praxis. Nochmal. Also diskriminativer Hinweisreiz, das Losgehen, da wird noch nicht gezogen. Erstmal losgehen, das ist jetzt ein bisschen Anlehnung am Strick, aber nicht richtig ziehen. Er versteht es nicht oder ist auch abgelenkt, weil er irgendwo hinguckt. Dann den Bogen, dann ziehen. Entschuldigung, nicht dann den Bogen, sondern dann weitergehen. Okay, also weitergehen. Erst hängt das kurz durch, weitergehen. Dann kommt der Druck am Strick. Dann helfen wir, macht das nicht, im Bogen und dann kommt es nach vorne und der Strick lässt sofort nach. Und das sieht dann geführt nachher im Endergebnis so aus. Und bei dem Pferd in der Stallgasse von vorhin sieht das dann so aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte Like da lassen, Kanal abonnieren. Schreibt mir bitte in den Community-Bereich, wenn ihr Wünsche für bestimmte Themen und Videos habt. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid bei mir im Kanal. Eure Andrea, die wissenschaftlich basiert Pferde trainiert. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euer Feedback. Like und abonniere. Ciao.